Video aus meinem Gap Year in Australien. Nach einer Ewigkeit, aber ja, ich freue mich richtig, dass ich es jetzt endlich hinbekommen habe, mal wieder zu schneiden. Nachdem wir die Nullarbor-Ebene überquert haben, sind wir nämlich in Esperance rausgekommen und damit im Südwesten von Westaustralien. Und der Südwesten ist, was die Landschaft angeht, mega divers und richtig schön, was ihr jetzt in diesem Video sehen werdet. Als erstes haben wir in Esperance den Scenic Drive gemacht, der sich wirklich sehr anbietet, weil man gleich richtig viel sieht, mit ganz vielen verschiedenen Stränden und Buchten. Als der Highlights da ist der Twilight Beach, an dem man, glaube ich, auch schnorcheln kann. Wir waren nur leider schon nachmittags da und haben natürlich davor noch Einkäufe gemacht, nachdem wir 4 Tage auf der Nullarbor-Ebene waren. Deshalb hatten wir nicht mehr ganz so viel Zeit. Aber ja, falls ihr mehr Zeit habt, macht das auf jeden Fall. Wir hatten ja so ein bisschen begrenztes Zeitlimit insgesamt vom Südwesten, weil wir ja für ein Konzert in Perth sein mussten dann. Genau, zum Übernachten sind wir dann nämlich noch zum Cape Le Grand National Park gefahren. Und wow, der war ein Traum. Gleich am Morgen sind wir dann nämlich an Lucky Bay gegangen. Und ich weiß nicht wieso, aber ich hatte davor noch nie davon gehört. Der ist aber tatsächlich sehr bekannt und eines der Highlights in Westaustralien auch. Ja, weil der zum einen bekannt dafür ist, dass nämlich Kängurus am Strand da rumhüpfen und zum anderen für den fast weißen Sand und das dunkelblaue Wasser und die Landschaft drumherum. Wir hatten jetzt irgendwie nicht so viel Glück und haben keine Kängurus gesehen, aber es war trotzdem richtig cool da zu sein. Wir haben Sandburgen gebaut und sind ein bisschen auf den Granitfelsen da außen rumgeklettert. Also es war wirklich schön und auch hier hätte ich echt gerne mehr Tage im ganzen Nationalpark gehabt. Wir haben dann noch die restliche Zeit genutzt und sind einmal zum Frenchman Peak hochgewandert. Eigentlich hieß es, dass man so insgesamt 3 Stunden dafür braucht, aber wir haben allein nur 20 Minuten bis nach ganz oben gebraucht und von da hat man eine richtig coole Aussicht über den ganzen Nationalpark und das ist auch so ein großes Loch im Felsen. Und als letztes waren wir noch beim Hellfire Bay. Das klingt natürlich richtig krass, aber tatsächlich war es einer der schönsten Strände in ganz Australien, die ich gesehen habe, fand ich jetzt persönlich. Also wirklich, wirklich toll. Und es gibt auch nicht nur Cape Le Grand, sondern auch noch weiter hinten Cape Arid. Dafür hatten wir jetzt leider gar keine Zeit mehr, aber wirklich, falls ihr in Westaustralien seid, nehmt euch viel Zeit für beide Nationalparks. Die sind so toll. Als nächstes haben wir dann am Quaggy Beach übernachtet und als wir dann morgens dort an den Strand gegangen sind, haben wir einfach Delfine gesehen. Das war mein erstes Mal, dass ich Delfine gesehen habe und das war so eine Schule von 30 Delfinen, die da im Wasser hoch und runter geschwommen ist. War ein richtig cooler Start. Und dann sind wir noch weiter nach Albany und abends dann zu Torbays Inlet zum Übernachten. Also auch so ein eher kleinerer Campingplatz, der aber richtig süß war, weil die Caretaker hatten ein Frettchen als Haustier. Das war schon mal sehr cool. Und ja, wir haben dann entspannt da zu Abend gegessen. Wir haben nämlich so einen
praktisch Toaster für unseren Gaskocher gekauft. Und dann haben wir uns so gegrillte Sandwiches gemacht. Und wenn wir dann so rumsaßen und während Dom zum ersten Mal Vegemite probiert hat, kam Quenda vorbei und das war das erste Mal, dass wir einen Quenda gesehen haben. Das ist eine Art von Bandicoot. Oh, und das war auch wirklich sehr, sehr süß. I feel like we just put... It tastes like beer. They actually have a lot of like batteries. Unser nächster Stopp war dann Dänemark. Genau, wir haben einen kurzen Abstecher nach Europa gemacht. Also da war es auf einmal dann sehr heiß. Weil in Esperance war das Wetter ja noch nicht so gut, aber dann ist es nämlich immer besser geworden. Das heißt, wir haben den Tag erstmal so ein bisschen im Park gechillt, waren in einem Café und dann sind wir abends noch zum William Bay National Park gefahren und haben uns da am Wasser abgekühlt. Der ist ja bekannt dafür, einmal für die Elephant Rocks, die wirklich beeindruckend sind und auch sehr cool für Leute, die gerne bouldern. Und Greens Pool, der wirklich ein super Spot zum Schnorcheln ist. Also es war auch wirklich schön. Da haben wir nämlich dann auch den Sonnenuntergang von den Felsen aus angeschaut. Es war wirklich schön. Like singing like... Nie to weźmie za nas on the motto. Guy in the computing department came around and one of them said, "Hey everybody, Framer's gonna show Stanley how to open the safe." Der Abschnitt danach im Südwesten Australiens ist dann so ein bisschen grüner geworden und wir sind durch mehr Wälder durchgekommen. Als erstes waren wir da im Valley of the Giants, das für seine Giant Tingle Trees bekannt ist und die sind auch wirklich sehr cool. Wir hatten einen super lieben Guide, die uns richtig viel über die Natur und eben auch die Bäume erzählt hat und so ein paar Survival Hacks im Australian Bush. Also es war echt cool und sie hat uns dann auch noch ein paar Tipps gegeben, wo wir als nächstes hinfahren könnten. Und einmal war das natürlich der größte Giant Tingle Tree, den es gibt. Ich glaube, der hatte einen Durchmesser von 24 Meter oder so. Also da sind wir dann auch hin und unten durchgelaufen. War sehr cool. Und dann hat sie uns auch empfohlen, zur Conspicuous Cliff zu gehen, was auch so beeindruckend war wirklich. Und es hat sich auch sehr angeboten, weil in der Nähe auch eine Dusche war. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so erzählt habe, wie wir es eigentlich gemacht haben, aber wenn wir unterwegs waren, haben wir immer kostenlose Duschen gesucht. Das ist in Australien zum Glück richtig gut verbreitet, also egal wo man ist, man findet immer irgendwas. Auch wenn die Duschen nicht immer warm sind, aber das war in Australien jetzt kein Problem, weil wir halt generell immer echt gutes Wetter hatten. Ja. Also war das 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und die letzte Etappe, die wir vor Perth dann noch angeschaut haben, war die Margaret River Region. Auch hier hätte man nochmal mega viel anschauen können. Aber wir waren letztendlich dann einmal natürlich in Margaret River, wo ich mir endlich mal einen Pulli gekauft habe. Ich hatte ja irgendwann mal erzählt, ich glaube beim Packvideo, dass ich mir einen Pulli in Australien kaufen werde. Ja, ich habe es mir dann tatsächlich fast 4 Monate später erst eingekauft. Aber davon dann sehr cool. Wir waren auch noch in der Giants Cave, weil die Region ist auch für die vielen Höhlen bekannt. Da kann man sich dann aussuchen, in welche man am liebsten geht. Die war auch wirklich sehr cool. Man muss nur leider Eintritt zahlen, aber das ging preislich auch. Und wir haben beim Contour Campground übernachtet. Der an sich war nicht so schön, aber wir sind am nächsten Morgen dann zum Contour Beach gegangen. Und auch der war ähnlich wie die Conspicuous Cliff mit riesigen Klippen und einem richtig weiten weißen Sandstrand. Und auch super zum Schnorcheln. Also ja, es war wirklich cool. Mir hat Southwest Australia mega gut gefallen insgesamt. Und vor allen Dingen waren wir da ja überall mit Dom unterwegs, die wir ja, falls ihr mein letztes Video nicht geschaut habt,
an der Grenze zu Westaustralien spontan mitgenommen haben und da auch erst kennengelernt haben und so. Und wir haben einfach gemerkt, wie gut wir als Gruppe so auch matchen und das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Der kann aber echt zufrieden sein. Wow. Yay. Ja, und damit waren wir dann auch fast schon in Perth. Und was wir da alles so gemacht haben, seht ihr dann im nächsten Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, auch so in etwa ein Jahr später. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.